Hallo zusammen, ich bin heute wieder da. Heute mache ich aber gar nichts, ihr kriegt nur Info. Ich möchte euch etwas erzählen. Ab heute mache ich Folgendes. Ich mache keine kostenlose Bauplan mehr. Der Grund dafür ist ganz einfach, manche Leute denken, das was ich plane, das kann er nachbauen und verkaufen. Das ist schon passiert, nicht einmal und nicht zweimal. Und gestern habe ich auch wieder was entdeckt im Internet und dann habe ich gedacht, jetzt ist aber Schluss. Ich wollte mal, wie soll ich sagen, ich wollte mal gut sein zu euch, aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr dafür. Also ab jetzt mache ich meine Baupläne nur für Patrons. Das geht nicht um Geld, was soll ich sagen? Ich weiß, dass ich bis jetzt alle Baupläne kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich habe jede Menge E-Mail gekriegt, danke dafür und so weiter. Und jeder war dankbar und ja. Und dann kommt ein, zwei Personen, das einfach das alles macht zum Verkaufen und das macht für mich gar keinen Spaß. Wenn ich was konstruiere, wenn ich einen Prototyp baue, das kostet für mich auch Geld. Wenn ich mache solche Sachen, was nicht im Werdinger Shop verkaufen wird, das muss ich natürlich selbst finanzieren. Und ja, das alles kostet für mich auch Geld und kostet für mich auch Zeit. Es gibt keine Probleme, wenn jemand das für sich selbst nachbaut und macht das, weil deswegen habe ich den Bauplan auf Verfügung gestellt. Aber wenn jemand das verkauft, das nervt mich ohne Ende. Ich stecke da Geld rein, ich stecke Zeit rein und dann kriege ich das dafür. Also wie gesagt, das ist jetzt Schluss. Und jetzt sage ich auch was Positives für euch. Ich habe mit mehreren Zuschauern und mehreren Patreon geredet und ich ändere ein bisschen das Ganze, was bei mir geht. Ich mache jetzt Folgendes. Für meine Patreon mache ich einen Discord-Account, also Discord-Kanal. Da kann mich jeder nachfragen, da kann ich auch streamen und über Videochat helfen. Außerdem bin ich am Überlegen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, den ganzen Tag, wenn ich hier drin bin, von der Anfang bis der Schluss streamen. Und egal was für ein Projekt mache ich, das einmal in der Woche suche ich einen Tag raus, wo ich zeige, was ich mache. Ich mache ab und zu mal, hocke ich den ganzen Tag vor der PC, ab und zu stehe ich neben der Drehbank den ganzen Tag. Das ist immer unterschiedlich. Aber ich glaube, das kann für jeder interessant sein. Oder für nicht jeder, aber für manche wenigstens. Und der nächste Punkt. Ich habe mit meinen Zuschauern geredet. Ich habe einen ganz freundlichen Zuschauer. Ich habe mehrere, aber der hat mich angerufen, weil er hat meine Privatnummer. Und der hat gesagt, wäre schön eine so kleine quasi Online-Kurs, eine kleine Serie machen über Metallbearbeitung, was in der Werkstatt geht bei mir. Also keine CNC-Fräser oder sowas. Nur einfach, was du zu Hause mit Hand, mit Grundwerkzeugen machen kannst und ja, wie das eigentlich machen muss oder wie ich das denke, wie ihr das eigentlich machen muss. Also ich möchte gerne eure Meinung wissen. Was denkt ihr über Ganztag Streaming einmal in der Woche und über die kleine Serie über Metallbearbeitung? Teilt ihr bitte im Kommentar und ich glaube, das war's. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß zum Basteln.